Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Fire Emblem Three Hopes. Wir sind hier in der Basis, nicht mehr auf der Weltkarte. Ich habe nämlich unsere ganzen Punkte ausgegeben, die wir noch hatten, damit wir ein bisschen in unsere Einheiten investieren können. Und wie ihr seht, wir haben ein paar Unterstützungsgespräche, die sollten wir vielleicht durchgehen, bevor, es mehr werden. Dann mal Toe. Fiery as ever. What an inspiring sight. Oh, hey Ferdinand. You think so? The way I see it, a mercenary who doesn't train every day probably won't stay a merc for long. I cannot dispute your logic. Though, I must say, you never did strike me as a typical mercenary. And your upward trajectory has proven me right. To go from nothing to a commander rivaling even the finest of nobles as quickly as you have is astounding. You are the most intriguing woman. Danke. That's because I've made a habit of giving my all. I'm honestly just happy to have earned Edelgard's respect. You're all, you say? Something wrong? To the contrary. I find your attitude inspirational. We are birds of a feather, you and I. Every task I undertake must also be done to utmost perfection. Polishing my armor? It shall have a mirror sheen. Cooking a meal? Let not even a single ingredient go to waste. True nobility means surmounting any challenge before you with no less than every fiber of your being. That's taking it a little far, don't you think? Maybe you're not wasting food, but what about your time and energy? And I'm not any sort of noble, you know. I am aghast. Are you suggesting that devoting myself fully to every endeavor is wasteful? I mean, yeah. If you put your all into every little thing, you'll run out of stamina right when you need it most. You're like the knight in that proverb, the one who spends all day building a fence around his Pegasus, only for it to fly away. Valuable advice for a Pegasus, perhaps, but I am no beast. I am Ferdinand von Eyre. Ja, das ist eine Aussage. Different, I do, but everyone needs to take it easy sometimes. If you always keep your bowstring taut, it's just gonna snap when you actually need to fire. I assure you I am no bowstring either, but I take your point. However, there is no cause for concern. As I have told you on multiple occasions, I am Ferdinand von Eyre. Das wissen wir. Whether I am Und dafür resting, lieben wir doing dich. leisurely pursuits, or simply in contemplation, I always apply all my energy to the task at hand. At work or at rest, I will forever give it my all. Seriously? What's full-on resting even look like? Das werden wir nie erfahren. Nächstes! Monica, why are you just standing there? I was waiting for you. You were speaking with Her Majesty, yes? Vielleicht? Yep, just going over some strategy. Why? Did you need me for something? No, not exactly. So, what did Her Majesty say? Well, she wanted to get my opinion on how best to utilize our mercenaries, since they all use different weapons. We're gonna be fighting some upcoming battles on terrain that'll make it harder to use lances, so we were trying to figure out how to deal with that. And Wie you sieht so ein didn't Terrain speak bitte of aus? anything else? Well, yeah, but it probably wouldn't interest you. Mercenary stuff, you know. That's not quite what I meant. There was cake for everyone, was there not? And I'm pretty certain there were fresh flowers throughout the room. Did you not see them? Oh, yeah, that cake was great. Did you want a piece? Flowers, though. I think maybe there were some little white ones?
Ugh, I have no interest in your opinion. I want to know what Her Majesty thought of them. Oh, I don't know. She probably said something nice, but I wasn't Ist das really paying wichtig? attention. You weren't? Ugh. Never mind. I suppose I will have to ask her myself. I just want to know what Her Majesty genuinely thought. You were summoned by Her Majesty and granted the honor of giving her counsel. Then, she graciously offered you cake. And you didn't even have the decency to watch her eat it? Honestly, what is wrong with you? Es ist unhöflich, anderen Leuten beim Essen Sorry zuzusehen. if I let you down somehow. I don't think I really get what the big deal is, though. Want me to go ask her right now? No, please don't. If Her Majesty learns I was prying about such things... I do not want to bother her with these trivialities. Forget I said anything. I see what's going on here. The cake and flowers were your doing, weren't they? That's why you were asking me about how Edelgard reacted. Yes, okay? Just please, not another word of this. All right, I get it. Well, not really, but... I beg you, forget this ever happened. The situation is far more complicated than you realize. Oh je, das klingt wirklich kompliziert. Gut, Leute, vergesst, was ihr gerade gehört habt. Dieses Gespräch hat nie stattgefunden. Moment, heißt das, wir kriegen auch den Bonus dafür nicht? She must be out. Das ist ein tiefer Schnarcher. Did I hear something? Oh, wait. Is she sleeping in one of the patient beds? Oh, you. So silly. She's smiling. I wonder what she's dreaming about. Es ist auch nicht sehr höflich, anderen Leuten beim Schlafen zuzugucken. Don't go. So you're just gonna leave? Uh-oh. Now she's scowling. Looks like things are going downhill fast. Get back here. You'll regret this. You hear me? I'll never forget. Morning, Manuela. Oh my, I don't even remember falling asleep. I don't suppose I was talking in my sleep, was I? Vielleicht? Nein, nicht ein Wort. I didn't hear anything. Really? I have a feeling you're just saying that. It's sweet of you, though. Actually, I had the most dismal dream that I'd finally found my soulmate, only for him to dump me. Just thinking about it makes me furious. How is it that even in my dreams I am hopelessly single? Oh, I need a moment. Oh je. Are you okay? I'm sorry, but could I trouble you for a glass of water? Phew, that is much better. Thank you. You got it. But, it smells like you've been swimming in booze. Oh je. You hungover? I might be. Is that a problem? Well, I don't think the infirmary is supposed to look like a bear charged through here. That seems like a problem to me. Back off, will you? You're the one who trounced in here unannounced and eavesdropped on my private, if you Uh-huh. sleep talking. And now you're attacking me for a tiny hangover in a messy room? Who do you think you are? My mother-in-law? What? No. But as your friend and comrade, I can't not say anything. I know, you're right. I'm sorry. I tend to fly off the handle when I'm embarrassed. Hey, can I
ask you for one teensy favor? Muss ich mir Sorgen machen? Let me guess. You want help getting this place cleaned up, right? I suppose I could lend you a hand. No, not that. Would you be a dear and pretend like you didn't see any of this? Also das sollte ja wohl selbstverständlich sein. Gotcha. Don't worry, I won't say a word. You're a class act. Thank you. Well, I don't want everyone to think worse of me than they already do. Ach, es denken alle in höchsten Stücken von dir. Honestly, where did it all go wrong? Did you know I was once a diva with the Mittelfranc Opera Company? But now, apparently I'm just a shadow of my former self. Can you believe how rude that is? Why would you kick a girl when she's down? What? But I didn't... Das ist ein ganz schön langer Support, ne? How about this? In lieu of hush money for our little secret, perhaps I'll let you hear me sing next time. I'll show you that this diva's just as dazzling as ever. Davon bin ich Now you überzeugt. have something to look forward to. Anyway, did you need something? Huh? Oh, yeah. I'm sure I had a reason to come in here, but now I don't have the slightest idea what. Junge, das war ein Support. Und wir haben noch ein paar übrig. Okay, wenn die beiden diesen Support überleben, bin ich echt überrascht. Oh, there you are, Hubert. I've been searching everywhere for you. And to what end? Has Her Majesty summoned me? Oh, she would never use me for a task like that. I just wanted to thank you, albeit reluctantly. I do not recall having done anything that would merit such a sincere display of gratitude. Well, you probably just saw it as part of your normal administrative duties. You fixed quite a big mistake in my last report before Her Majesty had the chance to look at it. I woke up in a panic when I realized what I had done. Imagine how mortified I was to see you'd already corrected everything. Ah, yes. I may have done something of the sort. As Her Majesty's loyal servant, it is my duty to pare down the number of unnecessary matters which wander across Ein the ganz normaler desk. Tag für Hubert. I must say, I was surprised to see you make such a foolish and obvious error. Have you truly grown so lax, even as you style yourself the greatest of our Emperor's retainers? I'm aware of the mistake I made, but I would never dream of calling myself something like that. Well, perhaps I said it once or twice in the heat of the moment, but I never actually meant it. If anyone is Her Majesty's best retainer, it's you. And without House Vestra's say-so, I could never become one of her servants. At present, I very much doubt you are fit to serve as Her Majesty's servant. Excuse me? It is true that I did not make a conscious choice to serve Her Majesty at first. Instead, I simply did it because my father decreed it must be so. But such bounds no longer define our relationship. I do not serve the Emperor. My loyalty is to Lady Edelgard, and her alone. I stand with her in a manner that goes beyond the bounds of ruler and servant. Do you understand this? I want to be like that with Her Majesty as well. But I am only the child of a baron, so I don't have excuses to linger in the palace all the time. I have to return to my family's estate once I've fulfilled my duties for the day, and I get summoned back to our territory often. I am not like you. I cannot just be at her side unless I have a good reason to be there. Indeed. Ox territory is in the far west of the Empire. I surmise you have had to spend much of your time away from Enbar. Furthermore, you will be a baron one day.
Your duties will prevent you from dedicating yourself solely to Her Majesty. Exactly. Unlike you, I have an entire territory's worth of people to protect. But I still won't give up. Even from afar. No. Precisely because I'll be afar, there will be things I can do to protect Her Majesty. In fact, always being at her side might actually cause you to overlook threats from time to time. I may even serve Her Majesty in a way you never could. That is a promising thought, Monica. Wer hätte gedacht, dass die beiden so nett zueinander sein können? Mal sehen, was haben wir als nächstes? Oh, noch ein Support mit Monika. La 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 la. Is that Lady Dorothea? Oh, it is! Hello, Monica. Oh, is something wrong? Well, I was wondering. Are you the same Lady Dorothea who is known as the mystical songstress? Well, yes, I suppose I am. Did you not know that? Not at first, though it made perfect sense once I finally realized it. I find it difficult to believe it's really you. Well, I'm certainly not doing a lot of songstressy things here in the army, so I'm not surprised it took you a bit to put two and two together. But it should not have taken me this long. You have the same name, and you carry yourself in the same dignified manner as the Lady Dorothea I saw in the capital. I can't believe you're right in front of me. The excitement is so great I can barely stand. Oh, please, that's all in the past. Now I'm just another one of your allies. No, you're different. There wasn't a girl in the capital who didn't want to be you. I spent years trying to find a ticket to one of your performances. But when I finally found one, I ended up in a seat where I couldn't see the stage very well. It was so far back, I could barely even make out your face, or the rest of you for that matter. That's likely why I failed to recognize you at first. Well, I'm certainly pleased you came to see me, and I'm sorry the seat was less than ideal. Oh, but the costumes and stagecraft were more gorgeous and stirring than I ever could have imagined. Your songs captivated me. They reached out from the center of the stage, all the way back to me in my little corner of the opera house. Just thinking about it puts a smile on my face. You were a more passionate listener than I would have imagined, Monica. Moni? Still with me? Oh, my apologies, Lady Dorothea. I was sort of carried off by a wave of memories there. It's fine, but, can we maybe stop with all of the lady stuff? I find it a little unsettling. Well, all right, Dorothea. You know, I'm somewhat surprised you didn't return to the opera company once the war broke out. You're not the only one. Adie and I being classmates was a big part of why I stayed, but suffice it to say that a lot happened, and now I'm here. It's a great honor to fight alongside you, Lady Dorothea. Maybe I should just return the favor and start calling you Lady Monica. So, wir haben, glaube ich, noch ein paar Supports, ne? 1. Mal gucken. Dürfte ganz interessant werden. So, immerhin wurde Manuela ja von Nizza entführt, damals in der Three Houses Timeline. Mal gucken, ob es da irgendeinen Callback zu gibt. Das ist hier zwar nicht passiert, aber mal sehen. Well, if it isn't Yuritsa, what are you doing out here all by your lonesome? Come to think of it, you were always at the training grounds when we were at the Officers' Academy, too. It was quiet there. You don't say. Personally, I prefer somewhere I can kick back with a nice drink.
Speaking of which, we should get one together sometime. I'm sure Hanneman would spare a moment to join us. I don't drink. Apropos, wo ist Hannemann überhaupt? Too bad. I thought it would be a good chance for us to get to know each other. By the way, I've been wondering, why were you always hiding behind that mask? A waste of a perfectly handsome face, if you ask me. I like you much better this way. It's not worth discussion. Oh. From what I've heard, you're probably a good few years younger than me. Yet you're so mature. It's like you have this indescribable air of mystery. I bet there's some burning passion lurking beneath that icy exterior, longing for reprieve. I'm right, aren't I? It's in there somewhere, I just know it. Oh, Mann. Say, let's grab some drinks tonight and do nothing with them, because you don't like to drink. I know. Why don't we go out dancing instead? I could not reveal my face. And then, when the sun rises, we can... Oh, what was that about your face? Why you hide it? Why do you hide it? Some knew me to be a wanted criminal. I find that hard to believe. Like they say, there are two sides to every story, right? But what made you want to tell me? A moment ago, you blew me off with that broody, none-of-your-business routine. You would have kept talking if I didn't. Oh. Did I say something strange? Sorry, I wasn't trying to tease. I just think you're cute when you're flustered. You've become quite the ladies' man. Just you wait. I don't give up that easily. Oh boy. So, das waren jetzt alle, ne? Ja, das waren alle. Gut. Dann können wir jetzt endlich auf... Ich speichere vorher. Das gönne ich mir. Einmal kurz speichern. So. Dann können wir schon aufbrechen. Und ich würde sagen, wir versuchen uns heute mal an der Nebenquest. So halt, von der Zeit her schaffen wir die Hauptmission halt nicht. Und ich würde die ganz gerne in einen Part irgendwie unterbringen, weil das halt meistens immer ein bisschen ansprechender ist. Und ich will unser Level halt auch zurücksetzen, damit wir halt nicht so übertrieben stark sind. Kann ich halt aber nicht, weil wir ein hohes Level für die Nebenquest brauchen. Also machen wir die jetzt einfach. Wird zwar hart, weil wir halt ziemlich unterlevelt sind, aber wir versuchen es halt einfach. So, gucken wir mal. So halt, wir sind auf Level 64, so halt. Ferdi ist mehr als doppelt so hoch. Kriegen wir schon hin. Das sind ja hier nur die ganzen Charaktere einzeln hier, ne? Ja. Wir machen die Lanzenkämpfer ein bisschen Angst. So viel haben wir aber gar nicht mit der Lanze, ne? So, du hast eine Axt, das ist ziemlich leicht. Kasper sollte jetzt auch nicht so das Problem werden. Dann haben wir Leonie, hat auch eine Axt. Sehr gut für uns. Schwert kriegen wir vielleicht hin. Sitzt auf dem Pferd und hat eine Axt. Also easy für uns. Hat Magie, müssen wir ein bisschen aufpassen. Hat Magie, müssen wir ein bisschen aufpassen. Hat Magie, müssen wir ein bisschen aufpassen. Bogen, naja, vielleicht nicht so gut. Axt dürfte ziemlich leicht für uns sein. Wo ist Lorenz? Und Ash fehlen. Spawnen die hier später nach? Ah, toll. Na, Lorenz dürfte ziemlich schwierig werden. Der müsste eine Lanze dabei haben. Oh, und Sylvain fällt auch. Der hat auch eine Lanze. Ah. Na, dann haben wir hier Claude mit Nimmerfehl. Da dürfte Edel tatsächlich noch am leichtesten sein, weil sie eine Axt dabei hat. Dimitri dürfte ziemlich hart für uns werden. So halt, der hat halt sein Ariadbar, das eine Lanze ist, und Atrozität.
Das dürfte ein Spaß werden. Strange. Could have sworn I heard someone just now. I was led to believe she would not be participating today. Perhaps the church granted the lady a special dispensation? What's Fergie Okay, doing das here? war einfach. Oh, right. Today's the mock battle. So I guess this is the battlefield? Well, I'm totally lost. Also, wenn sich das so weiterzieht, gut für uns. Side of the enemy. Very well then. Expect no mercy. Okay, wir sind ziemlich gut vorbereitet. Wir schnetzen jetzt noch die Leute, die hier sind, klein, damit wir unsere Kriegerleiter weiter auffüllen können. Fine. Guess I'm not talking my way out of this one. Dann schauen wir mal, was als nächstes kommt. Ash kommt als nächstes. As if I did not have my hands full already. Perhaps the enemy of my enemy is a friend. Das hat jetzt nicht so viel Schaden angerichtet. I guess it would be better to take out the stronger one first. I am undone. Ausweichen, wir dürfen nicht getroffen werden. Die Treffer sind tödlich für uns. Very well. Uah, das ist ja Lorenz. Shall take you on myself. You're strong, but I won't lose like this. Oh, wir haben Lorenz da mit drin, sehr gut. You're fighting against all three houses? What's going on here? Oh, ausweichen. Focus on the battle in front of you. The golden deer will not lose, for they have Wenn wir die schon mal beide in der Luft haben. Okay, einen haben wir. Das dürfte Ash gewesen sein. forgive me, your highness. I must retreat. Oh, wie gesagt, Lorenz wird halt echt ein Problem für uns. Aber wenn wir den schon mal weg haben, ist das ein Lanzenkämpfer weniger. You are clearly no ordinary sellsword. Oh, verdammt, ich wollte eigentlich ausweichen. Aber wir treffen ihn wenigstens noch. Und dann haben wir das nochmal hinterher. So, ich glaube, bis auf Dimitri sind alle Lanzenkämpfer auf dem Pferd, ne? So halt Lorenz, Sylvain. Ingrid wäre noch da. Gucken, ob die auf dem Pegasus sitzt. Okay, das war Lorenz. Oh, the absurdity of it all. Und er schwebt. So, das hätten wir. Müssen unsere Kriegerleiste weiter auffüllen. Mercenary is not supposed to be here. Or am I misremembering how this works? Well, it would be a bit boring to call off the battle now. Why don't we join forces against our new foe? 3 classes against 1 highly skilled mercenary. I like it. Leonie kommt als nächstes. Okay, damit können wir leben. Leonie sitzt auf dem Pferd. Okay, I know this is my fault, but come on. Da ist sie. We'll see who the real mercenary is. Ah, das ist satisfying. Yeah, not bad. So. Oh, das ist Kasper. Looks like it's time for me to hit the training grounds. Hier kommt gleich noch einer dazu, ne? Das ist Felix. Gucken, dass wir die zusammenkriegen. Dann können wir da gleich schon mal ein bisschen Damage reindrücken. Müssen ein bisschen aufpassen. Wir haben halt nur begrenzt Heilung. Wir können uns zwar mit Nosferatu heilen und haben auch Heilmöglichkeiten, aber das sollten wir nicht übertreiben. Hit and Run ist die Devise. Und vielleicht mal ein bisschen härter zuschlagen, wenn wir können. Wir haben Kaspers Schwachpunkt fast frei. Lieber nicht. Sehr gut.
So. Oh, wir können wieder loslegen. So, das war Casper. Bleibt nur Felix. Solchen. Oh, das hat uns fast getroffen. Da will ich nicht rein. Hi. Oh, wir hatten seinen Schwachpunkt fast. Aber wie gesagt, wir spielen das hier vorsichtig. Hit and run. Okay, geht's Kriegerleiste wieder auffüllen. Gucken, wenn wir eine große Gruppe finden von Gegnern, können wir da mal Nosferatu reinhauen. Das hat nicht mal getroffen. Ich habe die Reichweite unterschätzt. Jetzt aber. Ja, schon haben wir gleich ein bisschen hier. Das könnte jetzt hässlich werden. Wisst ihr was, da wäre ich gerne Full Life für. Oh, wir treffen nicht mal was. Ja. Ja, du solltest jetzt nicht so das Problem für uns sein. So halt, wir sind halt im Waffenvorteil und haben dunkle Spieße. Mercedes auf der anderen Seite dürfte mit ihrer Magie schon ein bisschen gefährlicher sein. Auf der anderen Seite machen die halt auch mehr Schaden. Und wir haben noch das hier. Das hat jetzt nicht so viel Schaden gemacht. Sie steht da einfach in unserem Donner. Oh, das hat zu viel Schaden gemacht. Ich sag doch, wir müssen vorsichtig sein. Dass wir sie hier mal wieder reinkommen, wo wir ein bisschen Platz zum Ausweichen haben. Wir spielen das hier vorsichtig. Soll's ja auch nicht. Oh, wir haben ihren Schwachpunkt fast. Sehr gut. Oh, das war jetzt nicht so. Okay, wir lassen sie wieder hier auf den Raum kommen. Ihr wisst ja, hier haben wir ein bisschen mehr Platz. Nicht getroffen werden. Shit. Gut, dass wir uns mit Nosferatu mal noch ein bisschen heilen können. Dann sparen wir uns ein bisschen den Heal. Wir haben sie fast. Sehr gut. Jetzt nur nicht nachlassen. Oh, das war dunkle Spieße. Aber es hat gereicht. Ich muss mal achten, dass wir Nosferatu oder das Ignaz. Komm her. Oh verdammt, er ist ausgewichen. Oder wir haben ihn doch noch getroffen. Da ist Hilda. Hilda ist das leichtere Ziel für uns, weil wir im Waffenvorteil sind. Sehr gut. Einer weniger. Und das sollte auch reichen. Okay, wir haben noch genug Einsätze für die Zukunft. Das können wir gut gebrauchen.
Mal sehen, dass wir vielleicht mit Nosferatu unsere KP wieder vollheilen können. Okay, wer kommt jetzt? Monika und Hubert müssen noch übrig sein, nicht wahr? Da kommen sie schon. Make sure to protect me, Hubert. Das habe ich jetzt nicht so getroffen. Be behind, so be sure to take cover whenever appropriate. Tja, 2 Magier gleichzeitig ist halt doof. Oh, wow. Aber wir können theoretisch stehen hier machen. Davon liegt noch, glaube ich, ein Pot. Und wir kriegen ja wieder was dazu. So, können wir gleich den noch machen. Some mischievous aim incoming here? Is that merely my imagination? Nochmal den hier. Wir wollen unseren Heal ja nicht vernachlässigen. Monika haben wir gleich. Oh, wir müssen uns heilen. Das war leider ein Volltreffer, den wir kassiert haben. So, einer weniger. I'll never be able to show my face around Lady Edelgard again. Ausweichen. Oh, er hat uns wieder getroffen. Unlucky Kentucky. So, das war Hubert. You barge into our battle and proceed to cut us all down like that. Amusing. Oh, kriegen wir den Pot dann noch? Ah, Pot! Oh, Gott sei Dank. Looks like it's down to us. Shall we? Beeilt euch, kommt her! Indeed. Let's go. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber kommt her, bevor die Kriegerleiste leer ist. No need for us to hold back. Right, Edelgard? Not sure it will make a difference, but yes, let's give this Das ist noch ein Pot. everything we have. Aufpassen, dass wir nicht in Cloud reinlaufen. Wir sind in Cloud reingelaufen. Serious for a mock battle. Oh. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was wir hier tun. Sehr gut. Wir hauen einfach weiter drauf. Hallo? Ich kann keinen Dingsens einsetzen. Jetzt geht's. Ich schwöre, ich hab gedrückt. So, wir müssen uns gleich heilen. Wir haben ganz schön was eingesteckt gerade. Aber wir haben gut Damage gemacht. Whether it's enough to win is another story. Nochmal, wir haben gleich Clouds Schwachpunkt wieder. Oh, ich wollte eigentlich normal zuschlagen. Da war ich wohl etwas übereifrig. Geht doch. What a joy to put my skills as a warrior to the test. Oh, wo landet's, wo landet's? Da landet's. Yeah, I'd actually be fine with a weaker one, but you do you. Oh. Look out, there's a monster right behind you. Ja, also halt, eigentlich sind hier 3 Monster. Get off, Claude. It's been a long time since I've had such a thrilling battle. So. Realize the extent Das war knapp. Couldn't hurt. Das hätte nicht passieren dürfen.
Wir haben gerade zu viel KP verloren. Just like I thought, I'm no match for you in straight-up combat. So. Oh. Langsam kostet das zu viel. Ich sag doch, langsam kostet das zu viel. Hilfe! Eine Armee ist hinter uns her. Da ist doch ein Pott. Was machen wir? Wie die Monster ankommen. Furchtbar. Ich nehme, was ich kriegen kann. Ihr wisst ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Oh, das war's irgendwie nicht wert. Ah! Die schneiden uns den Weg ab. Tja, wir brauchen irgendwo ein paar KP. Vielleicht geben die uns ein paar. Das war jetzt nicht so worth. Hilfe! Vielleicht hier. Wie gesagt, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ah, unsere Kriegerleiste ist gleich wieder voll. Jetzt ist es immerhin nicht mehr ganz so schlimm. Guten Tag, ich muss mal durch. Da ist doch eine Gegnermasse. Ich meine, wir haben so wenig KP, wir überleben eh keinen Schlag mehr. Der kommt uns da entgegen. Es ist Claude. Wir prügeln uns mal kurz auf den Weg. Tja, wir haben halt nur 22 KP von dem wiederbekommen. Das ist nicht viel. Da vorne ist noch ein Krug. Ja, wir haben halt nichts mit zum Heilen. Oh, das war gut. Da ist auch noch ein Krug. Wir sind gleich halt nur in der Sackgasse. Die kommen uns hier gleich alle schön entgegen. Da ist Nummer 1. Hallo, wir müssen hier mal kurz durch. Don't mind me, bin nur auf der Durchreise. Wir haben halt noch genügend Anwendung für Nosferatu, um uns wahrscheinlich wieder voll zu heilen. Solange hier genug Gegner sind. Wird nur Ewigkeiten dauern. Aber wir kommen voran. Und da sind wieder ein paar Gegner. Ah, ist das schön. So, wir können unsere Kriegerleiste wieder einsetzen. Wo sind die? Hinter uns. Hat uns Cloud auch noch getroffen. Wie unlucky. Aber ich kann halt die Kamera nicht wechseln. Wir müssen mal so dran vorbeilaufen. Oh, ich will die nicht mehr anvisieren. Junge, das war gerade ein Kampf. So, gibt es hier noch Gegner, ist die Frage. Irgendwo, wo wir vielleicht ein bisschen was wiederkriegen können da. Oh, das hat gut getan. Da dürfte wieder Gegenstand drin sein. Wir
wir sind gut ausgewichen. Ich meine, das reicht zwar nicht, um halt wieder Full Life zu werden so schnell, aber wenn uns dann mal irgendein Streifschuss erwischt, wie gerade, überleben wir das wenigstens. Ich glaube, da war ein Magie-Item. Die stehen da halt aber auch alle und warten, dass wir uns an den heilen, ne? Hi, Cloud. Muss hier mal durch. Kurz hier hinter verschwinden. Oh, ich kürz Cloud wieder ab. Sieht nicht so aus. So halt, die Dimitri und Edelgard rennen uns halt ziemlich dicht hintereinander hinterher. Die sind immer zusammen. Es ist immer Cloud, oder fast immer Cloud, der da aus der Reihe tanzt. Und wo sind sie denn? Das können wir nicht nochmal machen. Ich hätte zwar gerne die anderen beiden noch mitgetroffen, aber wenn ich einen rausnehmen kann, reicht mir das. Ihr wisst, wie es läuft. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Oh, das gab gut KP. Jetzt geht's uns immerhin nicht mehr ganz so dreckig, Alter. Ich bin echt froh, dass wir Nosferatu eingepackt haben. Das carried uns gerade so ein bisschen. Ich glaube, da hinten die Magiergruppe bringt uns mehr. Wir haben fast schon wieder Hälfte der KP. Ah, ich will da gar nicht hingucken. Das gab jetzt nicht so viel. Gott sei Dank kostet uns das nur 7. Das können wir so oft spammen. Hat das überhaupt was geheilt? Naja, und wir haben halt gleich auch wieder unsere Special. Das war jetzt. Solange wir wenig KP haben, fühlt die sich ja von alleine. Ist aber gleich vorbei. Wir haben nämlich gleich wieder volle KP. Oh, wir treffen gleich Dimitri mit. Sehr gut. Hit and run, baby! Also Dimitri haben wir fast. Oh, ich dachte, da wäre was zum Einsammeln. Hab mich schon gefreut. Langsam gehen uns hier auch die Gegner aus. Aber wir kommen voran. Wir sind nicht mehr so tot wie vorher. Hier in der Mitte müssten eigentlich noch welche stehen. Wie gesagt, Dimitri haben wir fast. Was witzig ist. Und weglaufen. Oh, das dürfte nur Cloud treffen, oder? Oh ne, es trifft alle drei. Okay, einen haben wir. Und wir haben Level Up. Das ist richtig gut für uns. I'm getting stronger. The Blue Lions are defeated. Well done. Eine Sorge weniger. Die beiden haben, glaube ich, auch nicht mehr so viel. Hier standen auch mal mehr Gegner.
Das hat nicht mehr irgendwen getroffen. Immerhin 9 KP. Ich sagte doch, mühsam nennt sich das Eichhörnchen. Schön auf Distanz halten, die beiden. Witzig, dass Edelgard noch am meisten hat. Na komm, Reingand. Oh, das hat nicht getroffen. Ärgerlich. Also ich hätte halt gedacht, dass wir mit Dimitri am meisten Probleme haben. So, jetzt haben wir nur noch Edel. Gegen Edel sind wir im Vorteil. Das hat nicht getroffen. Nicht treffen lassen. Das war knapp. Da hätte sie uns fast getroffen. Jetzt nur keinen Fehler machen. Das könnte ein Fehler gewesen sein. Hey. Hui. Das war eine Geburt. Tada, wir haben es geschafft. Aha. Is it really okay that I won? I feel like I'm gonna get in trouble for this later. Junge. Ja, B. D. Erlittener Schaden. Aber wir haben es geschafft. Ja, also das hat sich Nosferatu aber auch verdient. Oh, basiert auf dem Magiewert der Einheit. Nicht schlecht. Junge, dass wir das schaffen. Wir haben uns mit allem, was wir hatten am Leben, festgekrallt. I hate to say it, but you really showed us what's what out there. I wasn't certain what would happen when you arrived, but you gave us as much as we could handle. It proved to be a fine test for us all. Still, 3 houses laid to waste single-handedly. I hope word of this doesn't get out, or we'll never be able to show our faces again. You seem terribly powerful for a simple mercenary. Is there more to you than meets the eye? Not that I know of. I'm just your run-of-the-mill sellsword. But I've been swinging a sword for as long as I can remember, so I guess I've got a trick or 3 up my sleeve that you weren't ready for. Honestly, it would have been kind of sad if I couldn't hold my own against a couple of academy kids. We are not some amateurs fresh from the classroom. All 3 of us have experienced the horrors of live combat, yet you still outclassed us. So please do not downplay your skills. It only adds to our embarrassment. Yeah, it's sort of shocking that the 3 of us together couldn't put up more of a fight. Maybe we should try to develop better chemistry. There might come a time when we're forced to band together in a real battle after all. You say that like you know something we don't. What could the Empire, Kingdom, and Alliance do together? Take on Almyra's main force, perhaps? It's purely hypothetical, I promise. Still, what's wrong with the idea?
Don't you have any interest in fostering friendship between our regions? I didn't say I was opposed to the idea. Nor I. In truth, it would be good for us to be able to work together effectively. No. You folks seem to get along pretty well. I think Fodlan's got peaceful days ahead with the three of you in charge. Ja, und jetzt guck uns an. Of course, that means less work for me, which I'm not completely wild about. Oh, I'm confident there will still be a need for mercenaries during such tranquil times. Well, I'm gonna keep my sunny disposition and assume we'll all end up the best of friends. Speaking of, I think this is the perfect opportunity for a little celebration. Let's all sit down for a meal together without any of that messy house or allegiance stuff to complicate it. That's a fine idea. In fact, I think we should come together in that fashion on a more consistent basis. I'm sure the monastery staff wouldn't mind, so long as our fate doesn't get too out of hand. I can get behind that idea. But before we depart, there is one other matter that needs to be settled. I imagine people will be asking you for an explanation of what happened here today. I think we should come up with a cover story. Fair enough. Now this will be a true test for our fledgling alliance. I didn't expect it to come so soon, but here we are. Hopefully we'll be more coordinated than we were in the battle against our friend here. My, this is fascinating. All three of them seem to have their own little secrets tucked away beneath their amicable dispositions. But they're right about one thing. If they can remain on friendly terms, peace is all but assured. Das ist ganz schlecht gealtert. Aber hey, wir haben es geschafft. Das war eine ziemlich lange Folge. Junge, Junge, Junge. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass wir das hinter uns gebracht haben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann gehen wir aber wirklich zur Hauptstory über. Jetzt haben wir nichts mehr, was uns auffällt. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Verabschiede mich wie immer mit einem Ciao.